Hallo, ich bin Studienreporterin Hanna und heute in der Bib in Schweinfurt unterwegs, um für euch ein paar Tipps und Insights zu sammeln. Warum bist du hier in der Bibliothek? Ich bin in der Bibliothek, weil das der beste Ort ist, an dem ich hier an der FH lernen kann. Deutlich angenehmer als zu Hause oder sonst wo. I'm at the library to study. We have exams coming up and preparation in such a quiet environment is necessary. So I'm actually writing my bachelor thesis now. That's why I come here very often. What do you like about the library? The study rooms, so I can come with my friends and we can discuss about the topics that we won't be understanding. It's very easy to get in the mood, and the people here are very helpful and very friendly as well. The resources are there. I can find whatever source I want, and instantly it's as if I'm browsing the web. Maybe even easier. Allgemein die Atmosphäre, also es ist hier ein sehr helles, sehr hohe Decken, das einfach, für mich ist Raum einfach wichtig beim Lernen. Ich kann bei mir zu Hause im Dunkeln einfach nicht so konzentriert sein und hier hat man halt so ein bisschen den Space, um seine Gedanken fließen zu lassen. Über welche Kanäle informierst du dich über die Bib? Ehrlich gesagt, die Kanäle, die ich benutze, um mich allgemein über die FH zu informieren, ist meistens Instagram. Da kommt eigentlich das Neueste immer. Basically, whatever information I need, I ask the library staff. They're really helpful. I ask for the places of the books, if I'm the location of the books when I'm searching for them. The library has an online catalog that you can see from the website, and then you can search the book, and then you can come here and get the book, borrow the book. So other than studying in the library and also printing some documents, you can also scan some books, big books, and you can also borrow some USB sticks, you can borrow some tablets, you can do a lot of stuff actually. Und jetzt bin ich hier mit Lukas und Anna, Mitarbeitenden der Bibliothek der Hochschule Würzburg und Schweinfurt. Hallo. Hi. Hallo. Was ist ein besonderes Angebot von euch, das für Studierende besonders hilfreich ist? Da wäre als erstes zu nennen als besonderes Angebot der Schulungskalender. Der ist bei uns auf der Homepage zu finden. Auf der Homepage findet man auch noch viele weitere hübsche Gimmicks, sage ich mal, wie zum Beispiel unsere Erklärvideos. Dort findet man dann auch Zugänge zu Fachdatenbanken, zur Mainpost zum Beispiel auch. Dort kann man den Online-Zugang zur Mainpost sich selbst einrichten. Und so weiter. Das LinkedIn Learning ist natürlich auch immer ganz interessant. Das bieten wir an. Gibt es Tipps für uns Studierende bei der Bib-Nutzung? Also am wichtigsten ist, glaube ich, eigentlich, dass man sich erstmal informiert. Also da haben wir ja auch verschiedene Angebote über die Website, über die Schulungsvideos, über die Erstsemester-Einführungen, die wir anbieten. Da wird eigentlich das meiste, glaube ich, geklärt, was man so wissen müsste. Eine Sache, die uns öfter mal auffällt, ist zum Beispiel, dass es mit unserem externen Zugang manchmal ein bisschen hakt. Das ist eben unser Angebot, dass man sich auch von zu Hause aus Zugriff verschaffen kann auf unsere E-Medien. Wir haben auch eine Anleitung online. Da gibt es öfter mal ein paar Problemchen, aber die sind auch schnell gelöst. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man den Unterschied kennt zwischen dem externen Zugang und dem Bib-Account, dass man das nicht verwechselt. Da haben wir auch öfter mal Fragen dazu. Und hier vielleicht auch nochmal der Hinweis auf unsere Website. Da haben wir seit neuestem so ein kleines Tool, unsere Lesesaalampel. Da kann man auch immer checken, ob gerade noch Platz frei ist, ob man vorbeikommen kann. Dass man auf jeden Fall immer die Website im Auge behält für aktuelle News und vor allem Öffnungszeiten, wenn sich da was ändert. Weil manchmal kommt es auch vor, dass dann Leute bei uns sind, machen kurze Pause, gehen kurz raus und dann machen wir in der Zeit zu. Das ist natürlich dann ein bisschen ungut, wenn dann was liegen bleibt bis zum nächsten Tag. Deswegen da immer ein bisschen aufpassen. Ja. Was ist deine Lieblingsaufgabe hier bei der Arbeit? Hier gibt es eigentlich echt viele Sachen. Also es ist auch sehr, sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Aber vor allem gefällt mir natürlich so meine Spezialaufgaben. Also ich mache bei uns die Publikationsservices. Das ist natürlich besonders schön, wenn man da so ein bisschen die Nische hat, wenn man da ins Gespräch kommt mit den Professorinnen, mit den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und so weiter. Ansonsten mache ich auch ganz gerne Öffentlichkeitsarbeit. Da fällt bei uns auch einiges an und zeigt auch, dass es wirklich sehr, sehr viele Facetten hat, was man hier so macht. Auch mit Videoproduktion und so weiter, wie Instagram, alles dies und das. Aber ansonsten finde ich, am besten ist immer, wenn man den Leuten weiterhelfen kann. Und da gibt es wirklich immer sehr viele Sachen bei uns, wo man das dann auch wirklich tun kann.
Es wurden ja auch Fragen von den BIP-Nutzerinnen und Nutzer eingereicht und eine Frage war, ob ihr die Dauer-BIP-Nutzer unter uns eigentlich erkennt. Natürlich erkennen wir unsere Dauer-BIP-Nutzer, gar keine Frage. Wir freuen uns jedes Mal, wenn uns unsere Nutzer öfter besuchen kommen. Und natürlich freuen wir uns auch über jeden neuen Nutzer, der zu uns kommt, der bei uns in der Theke nach Infomaterial fragt. Also gerne vorbeikommen. Nervt es euch, wenn wir Studierenden Hallo oder Tschüss sagen? Auf gar keinen Fall nervt uns das. Es ist jetzt nicht mehr so, dass das Alteingesessene oder dieses alte Bild von den Bibliotheken vorherrscht, dass da kein Ton gesprochen werden darf. Wir freuen uns darüber, wenn die Studenten Hallo und Tschüss sagen. Gerade in den Eingangsbereichen der beiden Bibliotheken darf man auch sich unterhalten, gar kein Problem. Hier befinden wir uns jetzt im Eingangsbereich Schweinfurt und der ist jetzt auch ganz neu gestaltet worden. Und dort ist es auch jetzt ein bisschen, der lädt halt auch als Bereich zum Verweilen ein. Und da darf man natürlich auch reden und sich mit uns unterhalten und Hallo und Tschüss sagen. Wer darf hier alles ausleihen und was muss man beachten? Generell darf bei uns jeder vorbeikommen und Medien ausleihen. In erster Linie sind das natürlich bei uns die Studenten. Bei denen ist es sogar so, dass die Konten schon von vorne weg angelegt sind. Externe Nutzer wie zum Beispiel Schüler oder einfach Bürger aus Schweinfurt, Bürger aus Würzburg sind dazu eingeladen, einfach bei uns vorbeizukommen und ein Bibliothekskonto anzulegen. Mitarbeiter müssen das auch noch mal kurz machen bei uns. Sie müssen auch kurz vorbeikommen und ein Bibliothekskonto anlegen. Dabei ist natürlich die komplette Nutzung kostenlos. Was passiert, wenn man etwas nicht rechtzeitig zurückgibt? Ja, dann war es das mit dem Kostenlossein. Also dann gibt es eine kleine Strafe, die man eben dann bezahlen muss. Das liegt auch gar nicht direkt an uns, also wir sind da gar nicht so scharf auf das Geld, aber es liegt eben daran, dass wir natürlich vom Freistaat finanziert werden und der ist da eben dann ganz hinterher, dass man dann für die Nutzung, wenn man überzieht, bezahlt und das sollte man am besten auch schnell machen, weil ansonsten addiert sich das ziemlich schnell auf und dann kann es auch mal dreistellig werden. Der Eingangsbereich hier in der BIP in Schweinfurt war jetzt längere Zeit gesperrt. Was ist hier passiert? Zum einen ist die Decke neu gemacht worden und der Boden ist auch komplett neu gemacht worden, damit ein bisschen Schallschutz besteht. Darüber hinaus sind neue Arbeitsplätze entstanden, schallschützende Elemente stehen auch im Eingangsbereich nun. Und was jetzt neu ist, zum Beispiel auch ein Sofa, da kann man sich jetzt auch ein bisschen draufsetzen. Infoscreen ist auch neu und was zusätzlich noch neu ist ein offenes Bücherregal, das wir dann ab dem nächsten Semester anbieten. Das bedeutet, da dürfen sich Studenten einfach Bücher dann mitnehmen, sollten aber auch wieder Bücher reinstellen und das ist dann auch eben kostenlos. Dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit und falls ihr noch weitere Infos braucht, könnt ihr gerne auf die Webseite der BIP schauen oder kommt vorbei.